Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es weiter am Ciao-Projekt. Wir machen weiter am Ribi seiner Mad Max Ciao. Was bis jetzt gegangen ist, die abgefuckten grössten Räder. Ich habe meinen kleinsten Rahmen nie gewirkt, der gegangen ist. Da recht müssen Anpassungen machen am Rahmen. Brachiale Streben nie geschweißt, gekürzt, weiss ich was. Custom, was das Auge, wohin das Auge reicht. Der Ribi und der Schaller haben da selber noch weitergemacht. Ich glaube, da muss ich alles noch ein bisschen überarbeiten, weil so funktioniert der Bremse nicht. Grüße gehen raus. Das Hauptthema vom heutigen Video aber: das Herzstück vom Ciao, der Motor. Da machen wir etwas richtig Krasses. Sind gespannt und bleiben dran. Bevor ich jetzt hier vom Motor anfange zu erzählen, müssen wir uns um ein richtig abgefucktes Thema kümmern, und zwar den Ständer. Wie es halt so ist, der Ribi hat auch wieder Sonderwünsche. Kommt nicht der hin, aber etwas in dieser Art. Sprich, es kommt schon der hin, aber wir bauen den Ständer noch um. Da kommt ein Schraubenschlüssel oder etwas, hat er gesagt. Mal schauen, was wir den hier nehmen, wie hoch etc. Aber den will ich zuerst mal anbauen, weil das ist ein Scheiß. Darum, erste Station Ständer, nachher kümmern wir uns um den ganzen Motor. Das Ding kommt ja eigentlich auf die Rettachse. Die Rettachse ist ein bisschen länger wie die Fußrastenachse. Und das Ding muss ja auch noch drauf. Den wir wie gehabt eine Art montieren. Machen aber die ganze Achse noch ein bisschen länger. Und für da haben wir natürlich den Roger Regelt hier eingeladen. Roger Regelt. Das ist der Roger Regelt. Und der Roger regelt jetzt. Schau, dass es auch nicht umgeht. Danke Elias, du bist so lieb. Ich tue jetzt die Welle, wenn ich sie rausbringe, halbieren. Mache in beiden Seiten ein Gewinde und dann kann man es mit einer Schraube oder einer Gewindstange verlängern um das Maß, wo man es dann braucht. Ab an die Drehbank. Affengeil, Roger. Das Holz. Und da passiert nichts mehr. Soll ich sagen, dass wir jetzt nachher noch ein Gewindstängel holen und dann tun wir das zwischen rein und können somit die Länge optimal einstellen. Der Roger von links zeigt. Geil. Roger Regelt. Geil. Der ist jetzt verbunden mit der Gewindstange. Jetzt können wir hier den komischen Ständer rein tun. So. Achtung, Ständer. Geil. So, als nächstes geht es eben um den Motor. Der jetzt drin ist, war mal zum Probestecken. Wäre natürlich okay, wäre ein gemachter Motor, aber das wäre ja nicht Mad Max, wenn es nicht ein bisschen krasser wäre. Darum haben wir hier ein kaputtes Gehäuse. Der Einlass hier, sieht man das? Ist riesig, sieht eigentlich gut aus, aber der Thomas hat gemeint, es sei jetzt schon keine Vorverdichtung mehr drin. Eigentlich ein kaputtes Gehäuse. Kommt uns oder am Ribi jetzt zugute, weil jetzt können wir doch kranke Sachen damit machen. Die neue HP-Zündung kommt rein. Und für die müssen wir hier ein paar Nocken ein bisschen anpassen. Das wird uns dann hoffentlich der Thomas zeigen. Wir müssen ihn noch überreden, dass er das macht für uns. Dann einfach mal schnell einen 46er-Rennsatz, Athena. Und auch hier würde er gerne wieder. Wir befüttern den Motor eigentlich direkt in den Zylinderhals mit einer Vierklappmembran. Plus hätten wir die Möglichkeit, einen zweiten Vergaser zu verbauen. Ob das klappt oder nicht, wir werden es sehen. Schreibt es doch jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Sollen wir es verbauen oder nicht? Funktioniert das überhaupt? Oder ist das ein Seich? Bleibt jetzt dran, weil jetzt gibt es einen Zeitraffer. Wenn ihr das natürlich bei sich in der besser ausgerüsteten Werkstatt durchzieht. Absolut wild. So, neuer Tag. Wir sind beim Young Thomas in der Werkstatt. Ihr habt im Zeitraffer gesehen, der hat schon komplett Motor da ausgeschliffen. Glatt wie ein Baby-Popo. Ich sehe, da hat es wieder gröbere Aussparungen und Kittfühlungen und das ist also nicht mehr original. Nein, eben, es ist ja so, weil ich das Projekt so toll finde, dass man da so einen schönen originalen Rahmen verheizt hat. Habe ich dann gesagt, den Motor können wir nicht auch noch verhunzen. Haben wieder ein kaputtes Gehäuse genommen. Darum haben wir uns dafür entschieden, gleich zu machen wie bei dem Boardtracker. Stutzen so rein wieder,
Vergaser kommt oben raus. Wir werden es probieren, mit 2 Vergasern laufen zu lassen. Schauen, wegen der Vorverdichtung Sinn macht es ja nicht wirklich. Ja. Dann eben das Gehäuse ist aufgefräst für einen 46 mm Athena. Also gute 75 Kubik auch hier. Genau. 16er Vergaser oben, Plus 13er hinten richtig. oder 12er hinten. Je nachdem. Plus noch die neue HP-Zündung. Die ist ja überarbeitet worden. Jetzt sollte es so sein, dass man den Rahmen nicht mehr zerstören muss. Das wäre jetzt auch schade. Mal, nein, ich meine, da macht man nicht so etwas. Getriebe habe ich auch bereits revidiert mit der neuen Swing. Das war komplett alles verölen. Jetzt rein einfach Interesse halber. Stunden? Rein das Schleifen, also Stutzen, Gehäuse, Schleifen, Zylinder sind etwa 10 Stunden. Also das ist mit Stundenlohn vom Mofa-Kult von 6. Affe geil. Ja, sieht gut aus. Wir fangen an, oder? Ja, wir lassen einfach fangen los, weil das Ding heute nach Knurren gesehen. Nicht nach meinem Bauch. Alrighty, gut. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen Kurbelwelle. Tun wir mal in Gefrieren, die Lager da sind ja drin. Dann sollte das relativ easy zusammengehen. Wenn du gerade so eine Glasse findest, Ja, Glasse habe ich nicht, aber wenn du etwas trinken willst, dann hätte ich noch etwas. Ja, ich glaube, ein bisschen justieren müssen wir es noch, glaube ich. Ja. Dann haben wir ja das Problem da auch noch. No Problem, no Problem. Okidoki, ich würde sagen, du machst Hinterrad und ich mach das Vorderrad, oder? Roger, du kannst mit der Musik machen. Machst Musik? Du hast singen. Also jetzt schauen wir mal, ob die Kurbelwelle schon gefroren ist. Ansonsten haben wir da noch Eisspray. Sieht noch kalt aus. Dann passen wir die Dichtung an, ausschneiden, geben noch ein bisschen Dichtmasse an und dann machen wir den Deckel drauf. Das noch einen Job für mich. Oh oh. Da müssen wir ja möglichst schnell den Motor jetzt eigentlich drin haben, im Rahmen. Weil das da muss noch ein bisschen trocknen, bevor wir ihn laufen lassen. Ja, 3/4 Stunde. Ja. Er hat Zeit, dann ist eine ganze Hebel bauen. Ja, der Goldig. Ja, genau. Roger, kannst du mal so ein Ding runterführen? Elegant. Das hast du früher auch bei Domino Day gearbeitet, gell? Weiss deine Freundin, dass da... Das ist ein schlimmer Finger, der Thomas. Das ist einfach geil, weißt du? Einfach die Hände noch ein bisschen einklemmst und einfach schön, einfach nur toll sollen. Thomas, ich hätte eine Frage, wenn du gerade so ein bisschen oben stehst. Hast du nur ein tolles T-Shirt da? Ja, schon. Weißt du, wie um mich? Ja. Also weißt du, je nachdem, wo jetzt der Pfeil ist, muss ich den Zylinder nachher so oder so drauf tun. Genau. Dann höre ich wieder vom Marc, die Klippverkehrte mit dir. Weißt du überhaupt, wie das geht? Nein, ich sage es ja schon lange. Wie tust du damit im Fahrtrichtung auf oder im Fahrtrichtung runter? Ich kann es anders machen. Nein, das ist gleich. Ah nein, das ist anders. Ist das die Dichtmasse, die so komisch schmeckt? Das ist eben krebserregend, weißt du? Weißt du, ich habe da einen Motor aufgebaut Ja. in der Zeit, wo du da schnell ein bisschen rumgefettert bist, gell? Es gibt es gar nicht. Ich habe noch nie so geflucht an einem Deko. Also, während der Thomas da einen Motor noch am Zusammenschrauben ist, habe ich noch gute Neuigkeiten. Und zwar, Mofa-Kult Wear hat eine neue Kollektion. Das sind verschiedene Shirts in verschiedenen Farben. Plus, das gleiche auch in Caps. Also hier verschiedene Marken, verschiedene Caps, Snapback, Trucker Caps, alles Mögliche. Und die sind ab sofort bei uns im Shop erhältlich. Also, stehen jetzt zu. Die gibt es übrigens auch in 6. Weißt du auch? Ja, schon. Alles Mögliche haben wir vorhanden. Checkt es jetzt ab. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Nice. Sieht es bei dir aus? Ja. Affengeil. Nächster Punkt wäre die HPI-Zündung für den Piaggio, für alle Piaggios übrigens. Ja, richtig. Die passen aufs normale Unterbrechergehäuse mit Anpassungen. Vorbehalt. Man muss anpassen. Genau, Was hast du jetzt da also- schon vorbereitet? Die beiden Nocken musst du 2 mm runternehmen, damit das eigentlich eine ebene Fläche gibt. Einstellen, 2 mm vor OT-Zündung, Ja. mal nach Mal Anleitung, Voreinstellung, ja. Voreinstellung, schauen wir dann und dann machen wir das zusammen. Geil. Gell? Ja. Zwei kleine Probleme haben wir jetzt schon gehabt. Einerseits ist das Schwungrad hier unten an dem Schraubenkopf da schon angestanden. Und jetzt das Ausscheibchen weglassen, die Schraube ein bisschen angeschliffen. Der drüllt jetzt schon mal.
Aber das zweite Problem, Thomas. Ja, wir haben jetzt das Lüfterrad montieren und es hat sich nicht mehr drehen lassen. Und zwar ist, weil die Kante streift da auf dem HPI-Plättchen. Also wir müssen jetzt die Kante noch anfassen, dass das überhaupt sauber drehen kann. Also am gescheitsten nimmt man das Plättchen gerade weg. Von Anfang an wahrscheinlich. Das Ding ist halt, das Kabel wird dort angeführt. Genau. Also man kann auch hier einfach einen Grat nehmen und hoffen, dass es dann geht. Lüfterrad ist drauf, dann kommt als nächstes die Abdeckung. Thomas, kannst du nie tun. Ja gut, wenn es nicht geht, geht es nicht. Sina, komm, Kappe schiessen, der Deckel passt nämlich auch nicht. Schnauze voll, Kappe schiessen. Wenn auch ihr jetzt den Schnauze voll habt und noch der Thomas kann Kappe schiessen, bestellt doch zuerst so eine coole Muffenkappe. Die Zündung ist jetzt verbaut soweit und wir müssen uns jetzt dringend um den Vergaser, beziehungsweise um einen der beiden Vergaser kümmern, und zwar den da oben. Weil da muss man noch aushärten, wenn wir hier den Ansaugstützen reinmachen. Wir müssen ein bisschen mit Dichtmasse arbeiten, damit das schön trocknen kann und wir ihn heute noch laufen lassen können. Machen wir das als nächstes. Habe ich nicht laufen noch gehört? Da kommt nachher so da drauf. Schmütz. Ein hohes Konstrukt. Geil, oder? Gut, also es kommt jetzt glaube ich pissen. Ich würde sagen, raus, losstellen. Oder? Hast du ein bisschen Angst? Ja, die Frage ist, zündet er? Wo ist das Flattern? Nimm den hohen Schock raus. Was ist nicht gut? Ja, weißt, das Problem ist natürlich, wir ziehen den Stutzen schräg, wenn wir zu fest anziehen. Also wenn ich am Gas da ist das Ja, das stimmt nicht. Das ist Zündung. Ja. Aber die kannst du nicht verstellen, so, oder? Du musst wirklich, der ganze Motor muss wieder raus. Gut, dann müsste uns jetzt zuerst einer das abblitzen. Ja gut. Warum bin ich aufgeholt? Ich würde sagen, ja, machen wir 2 auf. Das ist kein Ding. Gut. Nein, das habe ich nicht da. Wir schauen auf jeden Fall, was es ist. Ihr bleibt dran und seht natürlich gerade jetzt im Anschluss, an was es gelegen ist. Es ist der nächste Tag. Das Ding geht jetzt ab. Also, wie ihr seht, der Motor läuft. Wir haben natürlich abblitzt, wie ihr gesehen habt, und wir sind genau auf OT gewesen. Was natürlich nicht so ideal ist. Der Joe und der Thomas haben jetzt den Motor nochmal rausgenommen, die Zündung neu eingestellt. Knappe 2 mm vor OT 1,8 dort umeinander. Aber das ist natürlich nicht das Ende, das wir hier machen wollen, sondern da gibt es einen zweiten Vergaser drunter. Und erst dann gehen wir natürlich schauen, wie schnell läuft er, was müssen wir alles noch machen, was müssen wir abstimmen. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Sachen, die wir machen, also Dekoration, wie zum Beispiel einen anständigen Ständer ran, der geht ja gar nicht. Nebenan natürlich hat es hier noch ein Platz für Sachen, die Zündung, wenn wir hier nicht außen dran haben. Und. Es gibt noch richtig viele Sachen, die wir updaten können. Aber schreibt doch jetzt noch mal in die Kommentare, wie findet ihr das Projekt jetzt? Man hat sich schon einiges verändert, wie ich finde. Und das zum Guten, hätte ich gesagt. Also in dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Piaccio. Ciao zusammen.